Ich wusste nicht, ob ich es je klettern werde. War auf jeden Fall mein nächstes Teilprojekt. Aber komm, bleib dran. Aber die Züge waren richtig genial. Das sind wirklich widerliche Seiten- und Untergriffe. Alle, Tobi! Komm on! Ja, servus zusammen, ich bin der Tobi und wir sind heute zurück am Schild im Labertal. Das Schild ist ein ganz besonderer Fels bei uns in der Region, ganz anders als die anderen. Und zwar ist es extrem glatt. Es ist ein extrem glatter Fels. Es gibt sehr viele Seitgriffe, sehr viele Untergriffe und das macht ihn dann auch relativ speziell. Ja, mein erster Kontakt mit der Dream On war 2020. Der Lando hat es zu der Zeit probiert. Komm, Lando. Yeah! Ja, Mann! Vielleicht werden manche von euch das Video kennen, wo der Tobi 2020 mich in der Tour gefilmt hat, als ich die geklettert habe und es auch meine schwerste Tour war und auch immer noch meine schwerste Tour ist. Und dadurch ist irgendwie die Idee überhaupt entstanden, ja, sowas könnten wir eigentlich öfter machen. Und da könnte man doch so einen Kanal machen, den Euroclimbs-Kanal, den ihr ja jetzt halt auch kennt und das Video schaut. Und der Tobi hat es damals dann schon mitprobiert. Es hat auch echt gerade der obere Teil richtig gut ausgeschaut bei ihm. Ich bin normalerweise eher in steilerem Gelände unterwegs, aber die Züge waren richtig genial. Vor allem im oberen Teil diese runden Griffe, Seitgriffe, Heelhooks, der letzte dynamische Abschlusszug. Das hat einfach so viel Bock gemacht, dass ich mir schon auch zum Ziel genommen habe, ich würde es gern klettern. Also ich bin der Kiesmichi, ich habe vor langer Zeit das Dream On erst begangen, die Haken waren schon drin und eigentlich wollte ich nur eine Wiederholung machen, weil irgendjemand hat mir gesagt, das ist 10 minus und dann habe ich es mal probiert und festgestellt, ja, das ist doch schwerer und das sind wirklich widerliche Seit- und Untergriffe und richtig schwer ist eigentlich nur der letzte Zug. Genau, und ich war, glaube ich, am ersten Tag war ich schon mal dort und dann hat es aber nur mal 2 Tage gedauert, bis ich es dann endlich erwischt habe und fast, glaube ich, wäre ich oben noch mal rausgekippt, ich weiß auch nicht, weil der Fuß noch mal weggeglitscht ist. Ja, und deswegen habe ich es dann auch Dream On genannt, weil ich mir gedacht habe, also mit 10 minus hat das jetzt eher nichts zu tun. Letztes Jahr war es so, dass ich im Winter 2-3 Mal drin war und habe wieder so richtig Bock auf die Tour bekommen. Der Lando hat dann im Frühjahr auch Lust gehabt, so eine neue Kombination zu machen, wo man den Einstieg von 8B macht in die Dream On rein. Das ist dann glatt 8B Plus. Ich wollte die Dream On machen und dann waren wir letztes Jahr gemeinsam hier sehr oft zusammen und hatten mega viel Spaß. Siehst du, auf. Jawohl, auf geht's, komm. Hey, komm on. Geht schon. Auf geht's. Jawohl, komm. Komm jetzt, das schaut gut aus, komm! Dieser verkackte Dreckszug. Haben immer gemeinsam da unsere Touren probiert und uns war eigentlich so ziemlich egal, ob wir es schaffen oder nicht. Wir hatten einfach eine richtig geile Zeit. Und ja, bei mir war es dann so, im Frühjahr war irgendwann die Luft raus. Also ich habe gemerkt, es ist nicht mehr weitergegangen. Ich bin nur einmal in die Nähe des letzten Zugs gekommen. Komm on. Ja, auf geht's. Auf geht's, Tobi. Alles jetzt. Komm, Alle, Tobi. jetzt. Komm on. Da, Henkel. Im Herbst war es dann gleich richtig gut. Ich bin, glaube ich, sogar in der ersten Session im Herbst beim letzten Zug gefallen. Also ich war total überrascht, warum es plötzlich so gut ging. War ewig nicht in der Tour und es ist gleich richtig gut gegangen. Nochmal ein paar Sessions gemacht und dann war eine Session dabei, da war es kühl. Ich war mit der Lealis da am Abend, wärme mich auf. Beim Aufwärmen hat sich alles perfekt angefühlt. Und dann mache ich einen Versuch, kletter bis zum letzten Zug und habe es in meinem Kopf schon geklettert, habe den Griff nicht und fall runter, fädel beim Runterfallen ein, was ich mir nie gedacht habe, was passieren könnte. Ja, es war einfach richtig unangenehm und ich habe dann gemerkt,
Jetzt muss ich wieder aufhören. Dann war ich eigentlich den ganzen Winter lang nur bouldern. Also ich habe mich ein halbes Jahr nicht ins Seil eingebunden. Ja! Wow! Yes! Nice! Come on! Yeah, aye! Come on! Come on! Also die Tour ist wahrscheinlich so 15 Meter lang, in 3 Teile aufgebaut. Der unterste Teil bis zum Untergriffschüttler, dann der charakteristische Boulder an den Seitgriffen mit dem Hug und dem dynamischen Abschlusszug und dann eben der letzte Teil, der relativ einfach ist. Man muss gleich von unten sehr präzise steigen und hat, wie gesagt, auch nur Seit- und Untergriffe in der Hand. Der Griff hier, den man hier hat, der ist, also man hat so ein Viertelfingerglied vorne vielleicht dran und einen Daumen und der ist extrem scharf. Also der hat hier so einen richtigen scharfen Grat dran. 2 Versuche pro Tag und dann den offenen Finger und eine Woche Pause war halt dann doch immer auch nicht so das Wahre und deswegen habe ich mir überlegt, was kann ich machen. Dann war die erste Idee natürlich die Finger zu tapen, aber das stört bei allen anderen Zügen und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, revolutionär glaube ich, dass ich hier einfach einen kleinen Streifen Tape nehme, an diesen scharfen Griff dran klebe und dann kann man den Griff einmal festhalten, bevor das Tape runtergeht, ohne dass man sich die Haut aufreißt. Bisschen schwerer als original, aber so klettert man quasi einen Griff mit Tape und den Rest ohne Tape. Und dann ist mit rechts so ein schräger Tritt und man muss da mit so einer Körperwelle so nach rechts rüber steigen und dann nach oben, weil der Tritt nur schräg belastbar ist und nicht nach unten. Und das macht die Schwierigkeit tatsächlich auch aus. Ich habe 2 oder 3 Sessions gebraucht, um nur den Aufsteher hinzubekommen. Das war schon sehr frustrierend am Anfang. Also da habe ich mir schon gedacht, puh, weiß nicht, wie man das machen soll. Aber das ist wie oft hier am Schild. Man muss sich ein bisschen Zeit nehmen für die Routen, um die optimalen Körperpositionen zu finden. Genau, wenn man diesen Aufsteher dann geschafft hat, hat man ein paar leichtere Züge in den Untergriffschüttler. Und wenn man einen harten Schuh hat, dann kann man da relativ lang bleiben. Ich glaube, in meinem Durchstieg bin ich schon zwischen 1 und 2 Minuten da geblieben, konnte jede Hand halt eben gut aufchalken, mich nochmal sammeln, Atem runterbringen, um dann mit voller Energie in den oberen Boulder zu starten. Man traversiert ein bisschen nach links rüber, nimmt links so eine flache Leiste, geht rechts auf Schulter und dann stellt man die Füße um, geht links in eine coole Zange, dann rechts raus an eine scharfe Leiste. Jawohl, komm, bleib dran. Und ich mache es dann so, dass ich von dem unteren Tritt aus relativ hoch meine linke Ferse setze. Dafür musste ich mich tatsächlich auch ein bisschen dehnen. Dann heppe ich meinen rechten Fuß nach und dann sind so 2 Seitzüge. Und dann kommt dieser coole Zug, wo man mit rechts Daumen, Untergriff den Schwung abfängt, also die offene Tür abfängt. Stellt nochmal die Füße um und dann wirklich Augen zu und durch. Nee, Augen lieber offen lassen. Alle, Tobi! Come on! Henkel! Nein! Ich war dran! Oh! Komm on, Tobi. Alle. Vollgas! Und dann war ich das erste Mal wieder mit der Lealis hier, war nur im Top Rope da im März ungefähr und habe so wieder ein bisschen die Züge probiert, hat sich ganz gut angefühlt. Dann war ich nochmal mit ihr da, allererster Rotpunktversuch und ich falle beim letzten Zug. Also ich habe mir echt gedacht, das gibt's nicht, dass es gleich wieder so gut klappt. Also ich war mega überrascht und wieder richtig motiviert auf die Tour. Dann waren wir nochmal im Tessin über Ostern. Und nach Ostern bin ich dann nochmal hergegangen. Die Lealis hat mich dann gesichert, um die Route einzuhängen. Dann musste sie weg. Der Max ist dann gekommen.
Vor ein paar Wochen radel ich nichtsahnend durchs Labertal und dann steht da so ein Typ mit Echsen am Gurt und Seil am Boden liegend. Da hat er ja schon ein bisschen das Jammern eigentlich angefangen, dass er einfach keinen Sicherungspartner jetzt hier hat, aber er ziemlich nah an der Tour da dran wäre. Und ja, hat jetzt nicht so 0815 ausgeschaut, also habe ich gedacht, passt sicher ich mal. Vielleicht reißt er ein bisschen an oder kommt da hoch. Und dann ja, hat er sich einbunden, kurz Partnercheck. Und dann habe ich eigentlich gar nicht recht viel mehr machen müssen, als Seil ausgeben, Seil ausgeben, Seil ausgeben. Und dann hat er geschrien und er war am Umlenker oben. Aber hat ja super solide, flüssig ausgeschaut, wie er da durchcruised ist. Also ich glaube, er hat gewusst, was er macht an dem Tag. Davor hat es sich nie leicht angefühlt. Es war immer irgendwie so, ich war richtig immer am Limit oben. Aber diesmal habe ich gemerkt, okay, da sind noch ordentlich Reserven da. Ich weiß nicht, ob es das ganze Bouldern war oder das Gewöhnen an die Tour oder die Pause. Aber auf jeden Fall hat es sich richtig geil angefühlt. So hat zu mir gemeint irgendwann, ja Lando, ich habe morgen noch eine Überraschung. Und dann haben wir Klettern und Klaus, ich so, ja Tobi, was ist denn die Überraschung heraus? Also ja, er hat Stream On geklettert. Geiler Typ! Du bist echt mal Glücksbringer. Mega! Nice, Mann! Legende! Ey, das hat sich jetzt so einfach angefühlt. Das So gibt's ja nicht. Flawless! Oh Mann, Hammer! ich glaube, ich bin... Ja, ich muss schon echt sagen, das ist wahrscheinlich mein längstes Seilprojekt. Ich weiß nicht, ob es die schwerste Tour ist, die ich geklettert bin, aber auf jeden Fall mein längstes Seilprojekt. Ich habe mega viel gelernt, vor allem auch deswegen, weil ich mir ein Projekt gesucht habe, wo meine Stärken nicht so zur Geltung kommen. Und in der Dream On bin ich halt eingestiegen, damals mit dem Lando, und ich wusste nicht, ob ich es je klettern werde. Und das war eigentlich so auch der Reiz dabei, was zu probieren, wo der Ausgang völlig ungewiss ist. Und dann halt eben auch Rückschläge zu erleben und zu schauen, wie ich damit umgehe und halt eben zu sehen, okay, im ersten Moment fühlt es sich mega beschissen an. Natürlich will man irgendwann einfach sagen, ich hänge jetzt die Route an den Nagel, es gibt so viele andere Routen, aber irgendwie war da trotzdem in mir immer so Feuer da, das für die Route gebrannt hat und einfach, ich hatte einfach Bock, die Route zu klettern. Und ja, ich kann jedem nur empfehlen, selber auch ein Projekt zu suchen und daran zu wachsen. Und es geht nicht um den Durchstieg selber. Natürlich ist es cool, wenn man das Ganze mit einem Durchstieg krönen kann, aber was man auf dem Weg dahin lernt, ist meistens viel entscheidender als der Durchstieg. Vor allem auch die Freundschaften, die in so einer Route entstehen mit seinen Sicherungspartnern, und die Geschichten, die man mit seinen Freunden darüber teilen kann, ist so entscheidend und macht für mich so viel aus, dass der Durchstieg nur so ein kleines i-Tüpfelchen ist. Ohne das wird es genauso gut sein. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende dabei gewesen seid. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, und wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Denn auch wenn sich mit der Dream On jetzt der Kreis des Euroclimbs quasi schließt, werden wir natürlich nicht aufhören, euch weiter hochwertige Klettervideos hier aus der Region und viel weiter zu bieten. Habt ihr euch schon mal so einem schweren Projekt in eurem Anti-Style gestellt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und auch gerne die Meinung zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao!